Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid hier bei mir in der Werkstatt. Ich habe das Gestell vom Plattenwagen schon rausgefahren aus der Werkstatt, denn man weiß ja nie, nicht, dass ich es dann später nicht mehr rauskriege. Ich würde sagen, lasst uns einfach loslegen. Ich habe jetzt die Platten für die Beplankung vom Plattenwagen und auch die Zwischenböden schon zugeschnitten, weil das fand ich jetzt nicht so spannend, dass man das jetzt irgendwie im Video zeigen müsste. Was ich noch geschnitten habe, sind die Auflageleisten für die Zwischenböden und die montieren wir jetzt als erstes. Die Einteilung der Regalböden, die habe ich mir auch schon angezeichnet und da werden jetzt diese Trägerleisten draufgeleimt und geschraubt oder beziehungsweise geschraubt und geleimt. Naja, egal. Auf jeden Fall werden sie doppelt befestigt. Ich habe jetzt eine Seite schon mit den Platten beplankt, jetzt fehlt hier oben noch der Streifen. So, weiter geht's jetzt dann mit dem Boden. Gut, als nächstes kommt jetzt hier vorne noch eine Platte dran, aber dazu muss ich mir erst eine Hilfskonstruktion bauen. Dann brauche ich noch 2 Klötzchen. Die legen wir jetzt so drauf. Die sind nämlich genauso dick wie jetzt diese Ecken, die da unten drin sind. Und da kann ich jetzt einfach die Platte nehmen und aufstellen. Gucken, dass wir bündig sind. Einmal. Gut, das sieht schon fast ein bisschen aus wie ein Plattenwagen. Jetzt geht es noch um die Deckel. Ihr bekommt einmal hier einer in, einmal drüben in Deckel hin und
die schneiden wir jetzt einmal grob zu, damit wir die Platte anhalten können und uns die Form abnehmen können. Jetzt gucken wir erstmal, wie lang wir das machen. Ich würde sagen, Meter. Meter sieht gut aus. Ja. Die machen wir 1 Meter lang. Gut, die Platte schneiden wir jetzt einmal bei 1 Meter auseinander und das Stück, was wir abgeschnitten haben, einmal noch trennen wir noch mal in der Mitte auseinander. Und dann können wir uns draußen die Deckel einfach anreißen. So, jetzt können wir das einfach hier irgendwie versuchen anzureißen. Bräuchte einen Winkelbleistift. So. Nach mehreren Tagen habe ich es auch endlich geschafft, die Bretter fertig zu schneiden. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich diese Außenplatten mit diesen Möbelbauschrauben befestige, weil die auch in Spannplatten sehr gut halten. Und da gehe ich mal davon aus, dass das hier in den USB-Platten genauso gut funktioniert. Das heißt, ich reiße mir jetzt hier die Mitte von den 15 mm Platten an und bohre dann erstmal mit einem 5er Bohrer vor, sodass ich den Grundkörper von der Schraube habe. Und dann wird diese Platte nochmal mit 8 mm durchgebohrt, um hinten dann diesen Kopf hier drin. So, und jetzt können wir einfach hier die Löcher durchbohren. Jetzt machen wir noch ein bisschen Leim dran und dann können wir die ganze Geschichte verschrauben. Um jetzt die Trennböden zu schneiden, habe ich mir vorhin von dem Maß des äußeren Brettes die Umrisse hier aufgezeichnet. Und dadurch, dass die Platten, die an dem Plattenwagen außenrum draufgeschraubt sind, 15 mm haben, nehme ich mir jetzt einfach hier so einen Abschnitt von so einer 15 mm USB-Platte
und zeichne mir hier einfach diese Schablone um 15 mm kleiner. Und damit die Platten jetzt alle 4 gleich werden, lege ich sie jetzt alle aufeinander. Also wie gesagt, einmal aufeinander gelegt, jetzt mache ich hier noch 2 Schrauben rein, damit der ganze Stapel zusammenhält und dann kann ich sie mit der Säge abschneiden. So, bevor ich das jetzt allerdings auseinanderschraube, gucke ich erst, ob das im Plattenwagen auch reinpasst. Nicht, dass ich von der Breite vielleicht noch irgendwie was wegmachen muss. Ha, super Gummi, gut, passt. Jawohl, wunderbar. Gut. Die 4 Teile schraube ich jetzt auseinander. Ich schleife sie jetzt, breche die Kanten und danach können wir sie montieren. Fertig geschliffen. Gut. Jetzt zeichne ich an, wo die Elemente hin sollen. Und zwar sollen die einen verschiedenen breiten Abstand kriegen. Und zwar das erste Feld wird 60 cm breit, das zweite 50, das dritte 40. Das fünfte 30 und der Rest. Gut, jetzt zeichnen wir uns da die Mitte an. Und bohren das Ganze vor. Vorgebohrt wird das Ganze jetzt mit einem 3,5er Bohrer und festschrauben durch jetzt die Platten mit 4,5 x 60er Schrauben. Da ich von diesen Möbelschrauben leider keine mehr habe. Und auch hier ist es wieder wichtig, hier im rechten Winkel zu bleiben, damit man die Platte auch ziemlich in der Mitte vorbohrt. So, nachdem die Abtrenner für die Sortierung festgeschraubt sind, geht es jetzt weiter mit den Zwischenböden. Und zwar kommt jetzt einer ganz hier unten hin und dann auf jede von diesen eingeschraubten Leisten ein weiterer Zwischenboden. So, und das Ganze wird jetzt mit der Konstruktion verschraubt.
Gut, Plattenwagen ist fertig. Jetzt zeige ich euch kurz, was ich mir so dabei gedacht habe. Und zwar, jetzt haben wir hier unten ein Fach für lange Bretter, Bohlen, was auch immer, bis 50 cm Breite. Hier haben wir dann ein Ablagefach, genau, ein Ablagefach für Bohlen, Bretter bis 45 cm Breite. Hier haben wir das gleiche mit 40 cm und hier oben mit 30 cm und schmäler. Auf dieser Seite vom Plattenwagen sollen dann kürzere Plattenstreifen und sowas rein, angefangen von 60, 50, 40, 30 und der Rest, wie es noch ausging, mit 17 cm. Hier oben soll auch noch was drauf, aber da bin ich mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie ich das umsetze oder beziehungsweise ob es überhaupt funktioniert. Dementsprechend verrate ich da mal jetzt noch nichts. Und jetzt heißt es, den ganzen Kram da hinten aussortieren und hier reinsortieren. Ich freue mich. Ich mache mal ein bisschen Musik an und dann könnt ihr da zugucken oder auch nicht. So, der Plattenwagen ist voll. Ich habe gemerkt beim Aufladen, ich habe definitiv viel zu viel Material da. Dementsprechend habe ich auch nicht alles, was ich da habe, auf dem Plattenwagen draufgekriegt. Jetzt könnten wir da eigentlich an die Position fahren, wo er hin soll, gäbe es da nicht ein klitzekleines Problem. Kommt mal mit. Und zwar hat sich diese Rolle und die Rolle da drüben verabschiedet. Naja, ich dachte, es hält mit den Rollen, aber Pustekuchen. Also habe ich jetzt mir kurzerhand neue bestellt. Das sind jetzt Rollen, die haben 150 Kilo pro Rad. Die sollten hoffentlich ausreichend sein. Nur, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich Bock, den Plattenwagen nochmal abzuräumen. Ich werde jetzt meinen Wagenheber holen, da den Plattenwagen hochpumpen und hoffen, dass ich so die Rollen gewechselt kriege. Wünscht mir Glück. Oh. So, das heißt, normal. Ha. Gar gewaltig ist des Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Ha, super. Das geht. Okay. Ja. Ich glaube, die kann weg, ne? So.
So, jetzt mache ich die andere Seiten auch noch. So, der Rollenaustausch hat wunderbar funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn jetzt geschoben kriegen, den Plattenwagen, und fahren ihn jetzt ganz dahinter an die Wand. Yeah, es hat funktioniert, wunderbar. Ich freue mich super, dass das mit den neuen Rollen jetzt klappt. Das soll es jetzt für das Video gewesen sein. Ich werde im Anschluss noch ein paar Detailaufnahmen machen. Da gehe ich mit der Kamera ein bisschen rum, damit ihr euch den Plattenwagen so ein bisschen von der Nähe anschauen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, eventuell sogar ein Abo freuen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem nächsten Video von mir wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche und sage Tschüss, euer Kai.